Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich zeige euch heute, wie man die Sweatpants Zoe näht, aka Jogginghose. So sieht sie aus. Die Jogginghose Zoe ist bewusst sehr schlicht gehalten, damit ihr euch kreativ frei austoben könnt, wenn ihr noch andere Dinge daran haben wollt. Wenn ihr also Taschen zum Beispiel haben wollt, schaut gerne mal in mein Taschen-Add-on. Oder wenn ihr den Bund noch absteppen wollt, könnt ihr in meinem Bund-Add-on nochmal schauen. Wichtig ist nur, dass ihr euch das überlegt, bevor ihr anfangt mit dem Zuschnitt, denn je nachdem, was für Taschen ihr haben möchtet, kann natürlich der Zuschnitt anders sein als in dem Basisschnitt. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß beim Nähen und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne an christina@bara-studio.com. Für die Jogginghose brauchen wir nur 2 Teile aus dem Oberstoff. Ich habe jetzt hier eine Sweatware, die von der Innenseite angeraut ist. Ihr legt euch sowohl Vorderteil als auch Hinterteil auf den Oberstoff und dann richtet ihr den Fadenlauf gemäß des Maschenlaufs und der Kante hier aus. Und dann können wir das Ganze auch schon ausschneiden. Wenn ihr alles ausgeschnitten habt, übertragt ihr die Knipse noch auf den Stoff und dann müssen wir noch das Bündchen zuschneiden. Wir haben jetzt noch 3 Schnittteile, die wir zuschneiden müssen. Einmal ist es der hintere Bund, der vordere Bund und die Saumbündchen. Hinterer und vorderer Bund brauchen wir jeweils nur einmal, die Saumbündchen zweimal. Und deshalb würde ich empfehlen, die Bündchenware aufzuschneiden, denn Bündchen sind normalerweise rund gestrickt, also sie haben quasi kein offenes Ende hier. Ich würde das jetzt einmal an einer Seite aufschneiden, damit wir eine einfache Stofflage besser legen können. Wir legen dann also den vorderen und hinteren Bund einfach auf den Stoff, weil den brauchen wir auch nur einmal. Und das Saumbündchen, das würde ich dann danach in doppelter Lage zuschneiden. Wichtig ist, dass ihr euch die Knipse auch übertragt, denn die sind gerade bei Bündchen besonders wichtig, denn ein Bündchen ist oft ein bisschen kleiner als die Strecke, wo es angenäht wird, damit das Bündchen schön eng am Körper sitzt und damit ihr die Weite gleichmäßig verteilen könnt, braucht ihr diese Knipse, damit ihr die einzelnen Strecken dann richtig verteilen könnt. Das Saumbündchen brauchen wir jetzt zweimal, deswegen klappe ich jetzt mir den Stoff aufeinander, dass ich eine doppelte Stofflage habe und dann kann ich das Saumbündchen zuschneiden. Kleine Anmerkung zu meiner Nähmaschine, die ich hier heute habe. Das ist eine Overlock und damit kann man wunderbar elastische Stoffe nähen. Ihr könnt aber natürlich auch eure normale Nähmaschine nehmen. Wichtig ist, dass ihr dann eine Jersey-Nadel benutzt oder eine Stretch-Nadel oder auch Super Stretch und dass ihr einen elastischen Stich verwendet. Das heißt, ihr nehmt einen Zickzack- oder Fake-Overlock-Stich. Das haben auch sehr viele Nähmaschinen. Schaut da einfach mal in eure Anleitung. Wichtig ist auch, dass ihr bei der Overlock eine Nadel nehmt oder eher 2 Nadeln, die für elastische Waren geeignet sind. Also eine Jersey-Nadel oder eine Super Stretch oder Stretch-Nadel. Die könnt ihr dafür verwenden, denn egal was ihr näht, wenn es eine elastische Ware wie Jersey oder Sweat ist, egal ob ihr jetzt eine Nähmaschine oder eine Overlock nehmt, ihr solltet immer eine Nadel benutzen, die auch für diese Stoffe ausgelegt ist. Warum? Diese Nadeln haben vorne eine ganz leicht abgerundete Spitze und gleiten dann an den Maschen vorbei. Denn diese Waren sind ja gestrickt quasi, also ganz kleine Maschen. Und wenn man dann eine normale Nähmaschinennadel nehmen würde für Webware, dann würden diese Maschen zerstört werden und man würde über kurz oder lang Löcher in den Stoff bekommen. Und das wollt ihr ja wahrscheinlich nicht. Das kommt manchmal auch erst nach, 3-4 Mal Waschen raus. Und das ist dann wirklich ärgerlich, wenn man dann was zusammengenäht hat und nachher ist das ganze Teil voll mit Löchern. Muss sie schmerzlich erfahren, aber im Endeffekt, aus Fehlern lernt man. Deswegen solltet ihr den Fehler nicht mehr machen. Nehmt auf jeden Fall eine elastische Nadel oder eine Nadel, die für elastische Waren geeignet ist und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Kleiner Trick noch für die Overlock, wenn ihr jetzt nicht alle 4 Fäden in der gleichen Farbe da habt. Also ich habe das eigentlich auch so gut wie nie. Ich benutze immer eine relativ neutrale Farbe und nur das erste Garn wird so gewählt, dass es zum Oberstoff passt, weil diese Garnrolle hier ist die einzige, die man von außen sehen wird und das auch nur, wenn man die Naht so ein bisschen auseinanderzieht. Deswegen wechselt nur die erste Rolle aus, die dann zum Oberstoff passt und das reicht auch schon vollkommen aus.
Als erstes nähen wir dann die Beine zusammen. Dafür legen wir die Vorder- und die Hinterhose rechts auf rechts aufeinander und schließen die Seitennähte und auch die Innenbeinnähte. Das ist also einmal hier die Naht. Und dann, wenn wir die Naht genäht haben, können wir die Hose auch noch hier auflegen. Und dann schließen wir die Naht. Wir haben jetzt 2 Hosenbeine und wir ziehen jetzt ein Hosenbein auf rechts und ziehen dieses Hosenbein jetzt in das andere. So sieht es dann aus. Wir sehen jetzt von beiden Seiten die linke Seite und wir schließen jetzt diese Naht in einem Rutsch. Das ist die Schrittnaht, die quasi von vorne einmal durch den Schritt nach hinten durchgeht. Dann können wir beide Hosenbeine wieder auseinanderziehen. Und dann sieht es schon aus wie eine Hose. Jetzt fehlen uns noch die Bündchen. Die können wir jetzt erstmal alle in der Hälfte falten und bügeln, dass wir einen Bügelbruch auf jedem Bündchen haben. So sieht das dann aus, wenn ich alle Bündchen mit Bügelbruch habe. Wir klappen die Bündchen jetzt wieder auf und dann lege ich das vordere Bündchen auf das rückwärtige Bündchen oder das hintere Bündchen und dann schließen wir die beiden kurzen Seiten. Erst das eine und dann die andere Seite. Das gleiche machen wir auch mit den Saumbündchen. Hier nehmen wir ein Saumbündchen, klappen es zur Hälfte und schließen diese Naht. Das machen wir dann auch mit beiden Teilen. Dann können wir alle Bündchen zur Hälfte falten, also quasi da, wo wir gerade den Bügelbruch eingebügelt haben. So falten wir das Ganze, dass wir die rechte Seite außen haben. Dabei achtet darauf, dass die Naht immer in die gleiche Richtung liegt, also gleichmäßig und sich nicht verdreht innen drin, weil das knubbelt dann immer so ein bisschen. So, dass dann die Kanten genau aufeinandertreffen. Wir nähen dann jetzt erst die beiden Saumbündchen an den Hosensaum unten und danach das Bündchen an dem Bund oben. So, ihr legt euch das dann so hin, dass ihr die Vorderhose seht und das Bündchen mit der Naht passend zur Innenbeinnaht ist, also so. Und dann schaut ihr, wo euer Knips ist. Der ist bei mir hier. Man sieht, dass der Knips nicht genau auf der Mitte vom Bündchen ist. Man hat einen kleineren Teil und einen größeren Teil. Der kleinere Teil, den ich jetzt hier auch oben habe, denn hier von der Naht bis zum Knips ist ja schmaler als der Rest von dem Bündchen, der gehört zur Vorderhose. Das ist wichtig, dass ihr das richtig rum dran näht, weil wir müssen jetzt die Weite etwas verteilen, denn wie ihr seht, das Bündchen ist schmaler als das Hosenbein und damit die Weite gleichmäßig verteilt wird, habe ich mich entschieden, hier einen Knips zu machen, damit man weiß, dieser Knips gehört auf diese Naht, die andere Naht gehört auf die Innenbeinnaht und dann wird die Weite gleichmäßig verteilt. So, wenn ich das jetzt hier so liegen habe, passt das ja noch nicht zusammen, ich kann es ja nicht so zusammennähen. Wir müssen es jetzt rechts auf rechts aufeinander nähen, deswegen drehe ich mir jetzt das Bündchen um, so. Und stecke das Hosenbein da rein. Und dann, wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich dann auch noch die Innenbeinnaht auf die Naht des Bündchens stecken und auch den Knips auf die äußere Naht. So sieht es dann aus. Wie ihr seht, ist das Hosenbein natürlich deutlich größer als das Bündchen. Das werden wir jetzt während des Nähens verteilen. Wenn ihr euch unsicher seid, könnt ihr natürlich auch gerne das noch ein bisschen mehr stecken. Ich mache das gerne unter der Nähmaschine, denn dann habe ich quasi eine dritte Hand, die ich sonst nicht habe beim Nähen, weil die Nähmaschine mir dann quasi den Stoff festhält und ich dann ziehen kann. Also ich beginne meistens irgendwo an der Naht. Achtung, immer schön die Nadel rausnehmen, sonst ist nachher das Messer hinüber.
Und dann nähe ich erstmal so weit, dass die Nähmaschine meinen Stoff erfasst hat. Und dann fange ich an, alles zu richten. Ich habe jetzt hier meine Markierung genau auf die Naht gelegt und festgesteckt. Und jetzt weiß ich, dass alles das, was hier liegt, komplett gerade sein muss. Das heißt, ich muss das Bündchen so weit dehnen, dass das Stückchen hier glatt liegt. Dann ziehe ich mir das noch so zurecht, dass alle Kanten zu sehen sind, dass ich alle Kanten hier sehe, dass sie alle gleich lang sind, dass ich nicht irgendwo zu wenig oder zu viel abschneide. Und wenn das Ganze dann alles glatt liegt, also ich ziehe hier weiterhin mit meinem Finger, dann kann ich anfangen zu nähen und dieses Stück festnähen. Bis zur Nadel rausziehen. Und dann machen wir das Gleiche auch noch mit dem Rest. Hier ist natürlich die Strecke ein bisschen länger, aber schaut, dass ihr alles glatt liegen habt und dann, wenn alles glatt liegt, so wie hier, dann könnt ihr weiternähen. Und so sieht das Ganze dann fertig aus. Man sieht, das Bündchen geht ein bisschen schmaler zusammen, dadurch liegt es dann nachher schön eng am Bein. Und das gleiche machen wir dann jetzt auch mit dem anderen Bündchen und dem anderen Hosenbein. Als nächstes nehmen wir dann das lange Bündchen an den Bund oben. Das ist relativ schnell gemacht. Wir haben ja ein kürzeres Teil und ein längeres Teil. Das kürzere Teil gehört natürlich zum Vorderteil und das längere Teil zum Rückteil. Und so stecken wir das Ganze dann auf und nähen es fest. Stecken das Bündchen dann rechts auf die Vorder- und Hinterhose. Dabei treffen die Nähte auf die Seitennaht und die Markierung jeweils auf die vordere und hintere Mitte. Wir fangen jetzt einfach irgendwo an zu nähen und hören 10 cm vor dieser Naht dann auf, wenn wir einmal rumgenäht haben, denn es fehlt ja noch das Gummi, da brauchen wir dann ein bisschen Platz, um das einzuziehen. Deshalb starten wir einfach irgendwo und hören dann, sage ich mal, 10 cm vor dieser Naht nachher wieder auf. Hier habe ich die Naht angefangen und hier habe ich sie aufgehört, damit wir jetzt hier nochmal eine Öffnung haben, wo wir dann jetzt das Gummi einziehen können. Zum Einziehen des Gummis nehmen wir uns jetzt so eine Sicherheitsnadel, machen die am Ende des Gummibands fest und wir ziehen dann das Gummiband mit der Sicherheitsnadel zusammen in das Bündchen ein. Wenn ihr das Gummiband dann durchgezogen habt, könnt ihr es einmal übereinander feststecken und in den Bund ziehen, so dass es ein bisschen überlappt. Einmal in den Bund ziehen. Als erstes prüft ihr, hat sich mein Gummiband verdreht. Wie man hier ganz gut sehen kann, hat sich mein Gummiband verdreht. Das muss ich jetzt auf jeden Fall nochmal ändern. Ihr könnt dann jetzt auch nochmal kurz in die Hose reinschlüpfen und schauen, ob sie von der Weite so passt oder ob sie noch ein bisschen enger oder weiter gemacht werden muss. Wenn dann alles passt, können wir den Bund aufeinander festnähen. Dafür brauchen wir aber die normale Nähmaschine. Ihr legt dann das Gummiband übereinander und näht es dann so fest. Ich mache das gerne mit einem breiten Zickzack. Ihr könnt aber auch mehrere Gradstiche verwenden. Achtet nur darauf, dass der Stich nicht zu klein eingestellt ist, weil sonst die Gummibänder perforiert werden, die hier drin liegen und dann könnte es reißen. Jetzt müssen wir nur noch die Naht hier schließen und dann sind wir fertig. Das machen wir dann aber wieder mit der Overlock. Achtet nun beim Zusammennähen ein bisschen drauf, dass ihr das Gummiband, was hier drin liegt, nicht mit annäht, sondern dass ihr genau daneben näht. Damit ist die Jogginghose auch schon fertig. Ihr könnt jetzt noch mal einmal kräftig am Gummiband ziehen, dass sich die Weite richtig verteilt. Und wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich auch den Bund nochmal absteppen. Das finde ich, sieht auch mal ganz schön aus. Wie das geht und worauf ihr achten solltet, könnt ihr in meinem Add-on für Bundvarianten nachschauen.